Ich nehme Sie heute mal backstage mit, quasi behind the scenes, und zeige Ihnen, warum und wie unser zweiter Klaus Buhmann Kurzfilm gedreht wurde. Und der hat übrigens am 17.09. hier auf YouTube Premiere. So einen Kurzfilm zu machen, das ist ganz schön aufwendig. Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das Ganze eigentlich? Und ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich versuche seit Jahren mit Blogbeiträgen, mit Podcasts, wie auch mit Videos Führungskräften dabei zu helfen, besser zu führen. Problem dabei ist immer, wie bekomme ich denn Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit für das Thema Führung, für das Thema Leadership und für das, was ich rüberbringen will. Mit Social Media, mit Netflix, Amazon, YouTube und Co. haben wir schließlich alle eine riesen Auswahl an Möglichkeiten. Wir können uns auf alle erdenklichen Arten unterhalten oder weiterbilden. Und wenn wir dabei ehrlich sind, gewinnt fast immer die Unterhaltung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie können sich eine unterhaltsame Episode Ihrer Lieblingsserie auf Netflix reinziehen. Oder aber Sie schauen sich auf YouTube den 45 Minuten Expertenvortrag zum Thema Future Leadership gestern, heute Morgen an. Sie machen es wahrscheinlich so wie ich und Sie ziehen sich Ihre Lieblingsserie rein. Ich meine, wer quält sich schon gerne durch eine langweilig vorgetragene Präsentation? Warum sind eigentlich die meisten Vorträge von hervorragenden Experten trotzdem irgendwie so langweilig? Ich glaube, weil die das, um was es geht, meist nicht mit einer Story, einer Geschichte verdeutlichen. Es zählen schließlich Daten und Fakten. Aber Geschichten? Das ist es aber, was die Menschen emotional berührt, Geschichten. Und mit Geschichten hat man Einfluss. Das ist der Grund, warum ich versuche, hier auf YouTube meine Führungstipps durch kurze Geschichten und teilweise slapstickartige Szenen zu verdeutlichen. Das macht die Sache spannender und ich komme an die Leute ganz anders ran. Meist sind das ja nur 10 Sekunden, in denen ich so typische Situationen aus dem Führungsalltag überzeichnet darstelle und diese danach nutze, um als Experte Bernd Gerob Tipps zu geben, wie man es anders macht, wie man besser führt. Aber einen 15-minütigen Kurzfilm zu machen, das ist nochmal was ganz anderes. Hier geht es ja dann nicht darum, Tipps zu geben, sondern eine runde Geschichte zu erzählen. Dabei soll die Geschichte zwar unterhaltend sein, aber sie soll auch eine Message rüberbringen. Aber bitte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Damit das gelingt, muss man sich sehr gut überlegen, wie die Geschichte gestrickt ist. Wir haben deshalb für unseren neuen Kurzfilm ein richtiges Drehbuch entwickelt. Und hierzu haben Marc und Alex und ich uns erstmal zu einem Brainstorming zusammengesetzt. Wir haben Ideen ausgetauscht und Alex hat dann daraus ein erstes Drehbuch erstellt. Diesen Entwurf sind wir dann gemeinsam durchgegangen. Wir haben ein sogenanntes Table Read gemacht, also da haben wir gemeinsam uns das Drehbuch vorgelesen. Übrigens nicht nur vor Ort, bei mir zu Hause, sondern wir haben das dann auch noch über Zoom mit den Schauspielern in ihren Rollen gemacht, dieses Table Read. Und da kommen dann noch einige Schwachstellen des Drehbuchs raus. Deswegen haben wir dann das erste Drehbuch wieder weiter verändert. Da haben die Schauspieler dann neue tolle Ideen reingebracht. Die haben Texte verbessert, die haben Szenen ergänzt, teilweise sogar ganz neue Szenen sind dazugekommen. Und so entstand eigentlich ein ganz neues Drehbuch. Und irgendwann war es dann soweit und wir hatten einen Tag fürs Drehen mit allen Schauspielern vereinbart. Entscheidend für einen solchen Dreh ist jetzt die Vorbereitung. Unser Regisseur und Kameramann Marc, der hatte sich schon sehr genau überlegt, aus welchen Richtungen welche Szene wie aufgenommen werden sollte. Auch muss man vorher dran denken, welches Outfit die Schauspieler dann tragen sollen, welche Utensilien für den Dreh benötigt werden. Also ganz banale Sachen, welche Tassen sollen da rumstehen, Poster, Präsentationen, Gerätschaften und so weiter. Und natürlich sollte man auch daran denken, etwas für den kleinen Hunger und Durst dabei zu haben. Am Drehtag, das ist ganz wichtig, sollten die Schauspieler natürlich ihren Text auswendig spielen können. Und genau damit hatte ich dann so meine Probleme. Alex hat mir am Tag zuvor zwar geholfen, das auswendig zu lernen, aber so richtig professionell und auf den Punkt, wie Melissa, Norman und Max das konnten, habe ich während des Drehs nicht spielen können. Bei weitem nicht.
Obwohl ich mir am Tag vorher wirklich viel Mühe mit dem Auswendiglernen gegeben habe. Ich habe da meine Probleme mit gehabt. Wir mussten meine Szenen immer mehrfach drehen. Meist, weil ich den Text nicht richtig konnte oder nicht richtig rübergebracht habe. Aber glücklicherweise gibt es ja dann auch die Post-Production, also das Schneiden des Films. Das ist auch nochmal sehr aufwendig, aber entscheidend wichtig. Schließlich kann man da dann einige fehlerhafte Szenen berichtigen und auch die Unterlegung mit zusätzlichen Geräuschen, der richtigen Musik und so. All das macht es nachher aus, ob ein Film wirklich richtig wirkt oder eben nicht. Ob das bei uns geklappt hat, das können Sie ab dem 17. September hier auf YouTube sehen. Wenn Sie den ersten Klaus Bumann-Film noch nicht gesehen haben, den haben wir letztes Jahr gedreht, dann klicken Sie einfach hier oben irgendwo. Übrigens, um die Geschichte, um die Figur Klaus Bumann noch realistischer zu machen, gibt es auch eine echte Webseite für das Unternehmen, in dem Klaus Bumann arbeitet, also diese fiktive Fluitronic AG. Und Klaus Bumann hat auch ein eigenes Profil bei LinkedIn. Und seit neuestem gibt es auch einen YouTube-Kanal. Klaus Bumann lebt.